In meiner Studie untersuche ich Passat-Windwolken, die allgegenwärtig über unseren tropischen Ozean sind und eine wichtige Rolle bei der Kühlung unserer Erde spielen, indem sie Sonnenstrahlung reflektieren. Deswegen ist es wichtig, die Prozesse dieser Wolken zu verstehen, um abzuschätzen, wie sensitiv diese Wolken auf Störungen reagieren, wie zum Beispiel der Klimaerwärmung und auch durch ihren kühlenden Effekt auf diese zurückwirken. Ein Rätsel oder eine Schwierigkeit dabei ist, dass diese Wolken, wie wir in den letzten Jahren gelernt haben, sich nicht zufällig verteilt, einfach formen, sondern oft in mesoskaligen Mustern organisieren, also bevorzugt in Regionen, zum Beispiel in der Nähe von Wolken, sich bilden und so mesoskalige Cluster bilden, Wolkencluster bilden. Und die scheinen oft mit Regenentwicklungen verbunden zu sein. Die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Prozessen, Organisation und Regenentwicklung in den Passatwinden, ist jedoch noch wenig verstanden und das versuche ich mit meinem Paper besser zu beleuchten. Die Prozesse hinter diesen Wolken müssen wir verstehen, um abschätzen zu können, wie sensitiv diese Wolken auf Störungen reagieren, wie zum Beispiel der Klimaerwärmung und auch durch ihren kühlenden Effekt eben auf diese Klimaerwärmung zurückwirken. In meiner Studie benutze ich hochauflösende Simulationen, die die Prozesse, die hinter dieser Entwicklung von Wolken, Regen und ihrer Organisation stehen, abbilden können, simulieren können. Die simulieren eine Region im westlichen Nordatlantik in der Nähe von der Insel Barbados, wo eine große Messkampagne auch neulich stattfand, bei der ich teilnehmen durfte. Und so können wir diese Simulationen auch mit Messungen evaluieren. Für die hochauflösenden Simulationen brauchen wir ganz viel Rechenpower, was aber durch das Deutsche Klimarechenzentrum und dem Supercomputer hier möglich war. Meine Arbeit ist im Rahmen einer Doktorarbeit entstanden, in der ich sowohl Messungen als auch jetzt Simulationen für diese Studie verwendet habe, um die Beziehung zwischen Organisation und Niederschlag genauer zu verstehen. In den Simulationen zerlege ich die Entwicklung des Niederschlages in zwei Phasen. In eine Entstehungsphase, in der die Wolkentropfen zu Regentropfen heranwachsen, und in eine Sedimentationsphase, in der die gebildeten Regentropfen zu Boden fallen, während ein Teil davon wieder verdunstet und wir den Rest eben als den Oberflächenniederschlag mit unseren Messungen, zum Beispiel auf Barbados, messen konnten. Und ich finde heraus, dass Organisation beeinflusst, wie diese beiden Phasen zu der Entstehung von dem Oberflächenniederschlag beitragen, also beeinflusst, wie der Weg zum Niederschlag aussieht. Toll war, dass ich diese Prozesse, die ich studiert habe, also Regenentwicklung und wie sich Wolken formen und clustern, selber erleben durfte, als ich bei der Messkampagne auf Barbados mitgewirkt habe, im Flugzeug eben die Wolken von oben beobachten durfte oder eben auf der Insel selber die Regenschauer erleben konnte. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann findet ihr das volle Paper Open Access hier verlinkt.